Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Der Willi mal wieder hier mit einem neuen Video. Heute mal ein bisschen kürzer und knackiger als sonst. Ich möchte euch was zeigen, nämlich habe ich mir einen meiner Holy Grails gekauft. Und bin ganz schön hibbelig und aufgeregt und habe lange danach gesucht und auch lange überlegt, ob ich es mache, weil er nicht ganz günstig war. Aber jetzt ist es passiert und diesen Holy Grail möchte ich euch heute zeigen und kurz was darüber erzählen, zumindest das, was ich weiß. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Das ist er. Wie ihr seht, ein Nike SB, ein Nike SB Dunk, um genau zu sein. Der Dunk ist wieder in aller Munde und ich glaube, der wird ein sehr starkes Modell diesem Jahr. Und ich habe hier einen ganz besonders seltenen SB Dunk von Nike, nämlich aus dem Jahre 2007. Die einen oder anderen, die sich auskennen, können es vielleicht schon erraten, beziehungsweise haben es auch schon in meiner Story gesehen auf Instagram. Denkt immer dran, abonnieren. Genau, ich habe mir einen Nike SB Dunk Low What the Dunk geholt. Der ist hier drin und den zeige ich euch jetzt einfach mal. In dem Video geht es auch um nichts anderes als darum, dass ich mich extrem darüber freue, dass ich mir einen extrem teuren Schuh gekauft habe, aber den ich auch unbedingt wollte, weil ich den einfach unfassbar schön finde und schon so seit 2-3 Jahren auf dem Zettel habe. Kurz dazu, ich glaube, es gibt Deadstock wahrscheinlich nicht mehr so viele Paare, gerade auch in der US 11, das auch meine Größe ist. Und ich habe schon ein bisschen länger danach gesucht, habe dann irgendwann jemanden gefunden, der den hatte und der den auch verkauft hat, aber da war es mir noch so, ganz schön teuer, also ganz schön sehr teuer. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ich muss es jetzt einfach machen, weil ich auch das Gefühl habe, dass dieser Schuh noch um einiges im Wert steigen wird. Kann ich natürlich nicht prognostizieren, aber man merkt jetzt schon, dass die Dinger teilweise für 7.000, 8.000 Euro bei StockX weggegangen sind, was ich schon extrem krass finde, Tendenz steigend. Von daher habe ich, glaube ich, auch alles richtig gemacht. Für die Leute, die jetzt wissen wollen, wie viel er gekostet hat, genau, ich kann es euch gleich sagen. Nämlich, ich werde es euch nicht sagen, denkt euch einfach euren Teil. Und genau, deswegen packen wir den jetzt einfach mal aus. Wie gesagt, What the Dunk in der Box. Hier seht ihr es auch nochmal. Gibt es nachher auch nochmal ein paar Detailaufnahmen vom Schuh, also keine Sorge. So, fangen wir mal an. Nummer 1, Nummer 2. Und ihr wisst, don't touch. War noch von der Messe, wo der schon ausgestellt war. Genau, und da haben wir das gute Stück hier. So sieht er aus. Auf den ersten Blick völlige Reizüberflutung. Da viele verschiedene Muster und viele verschiedene Farben. Aber genau darum geht es ja auch. Und genau, ich habe hier auf jeden Fall extremes Glück gehabt mit der Condition, wie gesagt. Wie ihr auch seht, komplett fresh das Ding. Finde ich richtig gut. Und kurz zur Erklärung der What the Dunk. Es gibt es auch auf verschiedenen Modellen von Nike, natürlich über die ganzen letzten Jahre. Ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Colorways und Kollabo-Projekten, die auf Dunks passiert sind in der Vergangenheit. Und diese wurden dann sozusagen auf diesem Paar zusammengefasst. Wie viele das jetzt genau sind, kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das alles für Kollabos bzw. Colorways waren. Deswegen bin ich einfach ehrlich, auch ein bisschen cheaten und habe mir hier was vorbereitet. Das lese ich euch gleich nochmal vor. Aber was ich halt weiß, ist, ich glaube, was jeder kennt, ist die Taube hier, die Pigeon, Jeff Staple, Kollabo, relativ bekannt. Dann Lucky Number 7, war auch eine Kollabo, glaube ich. Und dann hört es hier schon auf. Buck. Wie gesagt, ich bin leider gar nicht so gut drin in der Historie. Also bei dem hier weiß ich tatsächlich, das ist, glaube ich, der Medicom Dunk gewesen. Korrigiert mich gerne, wenn ich was Falsches sage. Das mit den Sternen, das ist tatsächlich der Supreme Dunk High. Der kursiert auch immer wieder rum, den wollte ich auch noch unbedingt haben. Das ist so ein roter, relativ schön. Ja, und was man hier noch sieht mit dem Sternchen, wie man sich schon denken kann, der Heineken Dunk. Das sind so die Sachen, die ich jetzt aus dem Kopf weiß. Und da gibt es aber noch mehr und die lese ich jetzt kurz mal vor. Und zwar ist das ein Zusammenschluss aus den Colorways von den Carlys. Ja, keine Ahnung, welche das jetzt sind. Wie gesagt, ich Schande über mein Haupt, aber ich weiß es auch nicht aus dem Kopf. Ich habe auch nicht die lange Historie. Die Pigeons hatte ich ja schon gesagt, die Luckies und die Unluckies habe ich ja auch schon mehr oder weniger erwähnt. Genau, 13 und Nummer 7. Denims, ja, Denims macht halt natürlich auch Sinn, so, ne? Das ist dann hier wahrscheinlich. Die Bugs habe ich ja auch schon hier hinten, sieht man das nochmal an dem
Hinten an der Ferse, genau. Und der Jedi's, Jedi's, genau. Was ist der Jedi's? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Und genau, Supreme Highs and Lows, Medicoms hatte ich auch gesagt. Huffs, The Hams, The Shanghai Ones and Twos and The Avengers. Wie ihr seht, es sind auf jeden Fall einige Schuhe. Ich kann das jetzt nicht genau sagen. Ich werde mich damit auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch beschäftigen, welcher Schuh was genau ist. Ich hätte jetzt auch einfach alles auswendig lernen können und so tun können, als ob ich es weiß, aber so bin ich halt nun mal nicht. Von daher alles gut. Genau, und das ist sozusagen mein LPU, mein latest Pickup. Und ja, wie ihr vielleicht merkt, ich bin immer noch so ein bisschen überwältigt davon. Es ist so ein unfassbar cooler Schuh. Viele werden jetzt sagen, boah, ist der hässlich, Alter, super viele Farben, super viele Muster, geht ja gar nicht. Aber mir geht es darum, dass ich diesen Schuh einfach schon so lange gejagt habe und unbedingt wollte, dass ich einfach so froh darüber bin, dass ich den jetzt gekriegt habe. Und wie gesagt, ich glaube, das Wort selten ist bei dem Schuh noch untertrieben. Ja, das Schöne bei dem Schuh ist halt auch, ich habe den von einem Kollegen von mir bekommen, das hatte ich ja schon gesagt. Da habe ich schon ein bisschen länger überlegt und habe aber auch rausgefunden, dass der in der Chain, in der Besitzerkette vorher auch schon bei jemandem im Besitz war, den ich kenne. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber Shoutout an dich, falls du das Video hier siehst. Ich hoffe, du erinnerst dich noch gut an diesen Schuh, jetzt ist er meiner. Nee, kleiner Spaß. Genau, also ich bin alles in allem super happy damit, bin ultra dankbar, dass ich diesen Schuh endlich haben konnte. Und was natürlich jetzt interessant ist, zu guter Letzt wollte ich auch noch mal kurz gucken, was der Schuh jetzt wirklich aktuell wert ist, beziehungsweise was der Last Sale ist. Und natürlich habe ich mich da schon so ein bisschen vorbereitet. Gucke jetzt natürlich bei StockX, wie gesagt, Angaben wie immer ohne Gewähr. Wir haben hier eine US 11 in einer wunderbar perfekten Condition, Marke Los. Und wir gucken jetzt einfach mal hier bei StockX. Das aktuell höchste Gebot auf die US 11 liegt bei 4.084 €, aber das liegt daran, weil ich habe letzte Woche nämlich schon geguckt, da war es noch ein bisschen höher, dass erst am 25. Januar einer verkauft wurde, nämlich für sage und schreibe 7.262 €. Also ihr seht, ich habe euch nichts vorgemacht, das Ding ist auf jeden Fall einiges wert und die Tendenz ist wahrscheinlich noch steigend. Genau, also alles richtig gemacht hoffentlich und ich bin super happy und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, last but not least, wie auch immer ihr das möchtet. Ich habe noch mal eine Frage an euch, wenn ihr jetzt aufmerksam aufgepasst habt bei dem Video. Könnt ihr natürlich sicherlich sagen, welche Colorways alle auf diesem What the Dunk drauf sind. Macht das einfach, schreibt hier in die Kommentare, schreibt in die Kommentare alle Colorways, Reihenfolge ist egal, auf jeden Fall ihr antwortet richtig drauf. Und unter allen Kommentatoren unter diesem Video pick ich mir dann eine Person raus, die eine kleine Überraschung von mir bekommt. Es werden nicht die Schuhe sein, so wie schon mal vorweg, aber es wird trotzdem eine sehr coole Überraschung sein, die auch was mit dem Thema Nike SB zu tun hat. Also lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Checkt es aus, schreibt die Colorways hier in die Kommentare. Gern auch Feedback, Kritik, Anregung, Lob, was auch immer. Daumen nach oben, im Idealfall keinen Daumen nach unten. Macht bei dem Gewinnspiel mit und ich pick mir dann eine Person aus, die eine kleine Überraschung von mir bekommt. Und jetzt bin ich auch fertig damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und jetzt kommen die Details.